Hello, good Abend miteinander. Hello, good evening. Yogesh is also here. I'll do a short introduction in German and then in English first. So, guten Abend alle zusammen. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zum heutigen Vortragsabend mit Yogesh. Yogesh ist jetzt in Istanbul und bei ihm ist jetzt schon 8 Uhr. Und das Thema vom heutigen Abend ist erhöhe deine Geistesstärke, vermehre deine Geistesstärke. Ein sehr wichtiges Thema. Wie können wir unseren Geist oder die Seelenkraft, haben wir auch gesagt, wie können wir das stärken? So, tonight's topic is increase your mind power. And we believe it's a very important topic. How can you increase your mind power so that this power would be available for us in our day-to-day life? Yogesh ist ein Freund, den ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne. Und ihr habt es wahrscheinlich gelesen, er hat eine riesige Erfahrung als Yogi. Mit 7 Jahren hat er angefangen zu meditieren. Und jetzt ist er Seminarleiter und hält ganz, ganz viele Vorträge und Seminare. Jetzt alles online in vielen Teilen auf der Welt. Und Yogesh ist einerseits ein sehr stiller Yogi, auf der anderen Seite auch sehr kreativ und sehr unterhaltsam. Aber definitiv, so eine Spezialität ist, er ist einer von den Menschen, der immer der andere vorlässt, immer den anderen einen Vortritt gibt und er selber kann sich sehr gut im Hintergrund halten, trotz der großen Erfahrung, die er hat. So, just a few words to Yogesh. We know Yogesh since so many years as a good friend, and probably you would have read that he started meditating with 7 years already. And so now there's this huge experience in this meditation practice, and he's conducting classes, courses, seminars all over the world. Now, of course, everything has moved to online. And Yogesh is a very silent yogi, but on the other hand, also a very creative and very entertaining personality. And definitely one of his specialities is that he's this type of person who rather puts others in front. So he always keeps himself in the background despite of his huge experience. So thank you so much, Yogesh, for taking your time. And we are looking very forward to hear from you. So vielen Dank, Yogesh, dass du deine Zeit für uns nimmst. Und jetzt freuen wir uns sehr, von dir zu hören. Okay, hello, thank you, good evening everyone, and a big thanks to my friend Matthias, who is also very creative and very funny. So I appreciate that very much in you as well. So, Yogesh bedankt sich, dass er heute Abend da sein kann, begrüßt euch alle und er sagt, dass er in Matthias auch einen Kreativen sieht und dass er das auch schätze. And I think our plan was to start with a little meditation just to allow people to put the day behind them and to relax. So let's do that. So, wir haben das so abgemacht, dass wir mit einer kurzen Meditation anfangen, um einfach anzukommen, zu entspannen und den Tag hinter uns zu lassen. Okay, so if you're sitting on a chair, it's good if you can have your back straight, your feet flat on the floor. Wenn ihr auf einem Stuhl sitzt, dann setzt euch gerade hin und schaut, dass ihr die Füße auf dem Boden halten könnt. Yeah, so be both relaxed but also alert, both together. So seid entspannt, aber auch sehr aufmerksam. Yeah, and if you're new, you may wish to have your eyes closed or half open. Some of you prefer open eyes, that's also fine. So ganz wie ihr wollt, ihr könnt die Augen geschlossen halten oder halb geöffnet, wie es euch wohl ist.
So I'll just start off with a few simple thoughts to help relaxation. Und wir beginnen mit ein paar einfachen Gedanken, die uns dabei unterstützen wird, zu entspannen. So let's just take a few moments to relax the body and also to relax the mind. Wir fangen an, indem wir den Geist entspannen und den Körper entspannen. To put the day behind us and to be just here in the present moment. Wir legen jetzt den ganzen Tag zur Seite und wir kommen ganz hier im jetzigen Moment an. So I choose to move from the zone of doing, the zone of action, to the zone of being and stillness. Und ich bewege mich jetzt weg aus der Zone der Handlung, des Tuns und begebe mich in eine Zone, wo ich einfach nur bin und entspannt sein kann. The world of action is the world of roles and responsibilities. Da draußen ist die Welt der Verantwortung und der Handlung. The world of wearing labels and masks. Die Welt, wo man Masken trägt und Etiketten. But I know that there is much more to me than simply this. Aber ich weiß, dass es an mir viel mehr gibt als nur das, dieses Äußere. And so let me step beyond the roles and the labels and into my inner world. Lass mich jetzt jenseits gehen von dieser Welt, der Rollen und der Etiketten und lass mich jetzt in die innere Welt eintreten. Into the world of my thoughts, the world of the spirit. Die Welt meiner Gedanken und die Welt meines Geistes. I know that it is my mind which creates my thoughts. Ich weiß, dass es mein Geist ist, der meine Gedanken erschafft. And those thoughts then become feelings. Und diese Gedanken werden dann Gefühle. And so I choose thoughts of peace, thoughts of stability. Und so entscheide ich mich für Gedanken des Friedens, Gedanken der Stabilität. I am a being of peace. Ich bin ein friedvolles Wesen. I, the inner being, I am a being of light. Ich, das innere Wesen. Ich bin ein Wesen aus Licht. Just bring the image of a star of peaceful light in the center of your forehead. Und bringe jetzt das Bild eines Sternes, ein Stern aus friedvollem Licht, in der Mitte deiner Stirn. Just be with this image of the star of peaceful light in the center of your forehead. Und bleibt jetzt einfach bei diesem Bild, mit diesem Stern aus friedvollem Licht in der Mitte der Stirn.
The star is gently radiating peaceful energy in all directions. Und ganz sanft verbreitet dieser Stern friedvolle Energie in alle Richtungen. And as that light spreads out, I feel all the tension, the tiredness of the body melting away and disappearing. Und wenn dieses Licht so ausstrahlt, dann spüre ich, wie all die Spannungen im Körper einschmelzen und wegfließen. And my thoughts begin to slow down. Und meine Gedanken fangen an, sich zu verlangsamen. The mind becomes quiet. Der Geist wird ruhig Relaxed, und entspannt. peaceful, Friedvoll and free. und frei. I am the star of peaceful light. Ich bin dieser Stern aus friedvollem Licht. This is my true, my deepest identity. Dies ist meine wahre, meine tiefste Identität. Let me remember, I am peace, I am light. Und ich erinnere mich, ich bin Frieden und ich bin Licht. Be in this feeling for 1 minute. Halte dich in diesem Gefühl für 1 Minute lang. Okay, thank you. So, welcome again to everyone at the end of a week. Another week goes by. So, nochmals willkommen an alle. Wieder ist eine Woche vorbei. And of course, we all know this year is unlike any other year, so everybody's passing through some new experiences. Und natürlich wissen wir alle, dieses Jahr ist alles als jedes andere Jahr bevor. Und wir machen alle verschiedene neue Erfahrungen. So our topic for today is looking at the mind and how to increase your mind power. So, und heute ist das Thema der Geist und wie wir die Stärke im Geist stärken können. But why to do this? Aber warum überhaupt sollten wir das tun? Well, the mind has been described in many different ways in different traditions through time. So, durch die Zeit ist der Geist in verschiedenen Traditionen verschieden beschrieben worden.
Marcus Aurelius, the Roman emperor, he said the quality of your life depends on the quality of your mind. So ein römischer Kaiser hat gesagt, dass die Qualität des Lebens von der Qualität des Geistes abhängt. Yeah, the Greek philosophers also alluded to the importance of really understanding the inner self, the inner being, of which the mind is one part. Und auch die griechischen Philosophen, die haben gesagt, dass es wichtig ist, das innere Selbst zu verstehen. Und der Geist ist ein Teil des inneren Selbstes. Aristotle spoke of knowing the self is the beginning of all wisdom. Und Aristoteles hat gesagt, sich selbst zu kennen, ist der Anfang von jeder Weisheit. And Socrates' famous saying, the unexamined life is not worth living. Und Sokrates hat gesagt, ein Leben, das nicht tief untersucht wurde, das ist nicht lebenswert. Yeah. And further east in India, they say the mind is like a child. Und dann im Osten, in Indien, sagt man, der Geist ist wie ein Kind. And a child knows what he or she wants, but not what he or she needs. Das Kind weiß, was es will, aber es ist sich nicht bewusst darüber, was es braucht. So a child can get very excited very quickly, but can also get upset very easily. So ein Kind kann sehr schnell sehr fasziniert sein von etwas, sehr hingezogen, aber es kann sich auch sehr schnell aufregen. Children can be very nice, very cute, but they cannot carry responsibility. So die kann sehr lieb sein und sehr herzig auch, aber sie kann keine Verantwortung übernehmen. So we need to understand the mechanism of the mind, the moods of the mind, why the mind behaves the way it behaves. Und so müssen wir die Natur und die Mechanismen des Geistes verstehen. Warum verhält sich der Geist so, wie er sich verhält? It's also said in the traditions of the East, the mind is like a wild horse. Auch in den östlichen Traditionen wird gesagt, dass der Geist wie ein wildes Pferd ist. Yeah, it likes to run and run during the day, during the night. Es mag einfach nur rennen, selbst am Tag und selbst in der Nacht. So it can be a danger to itself and also a danger to others too. Und ein solches Pferd, ein solcher Geist kann eine Gefahr sein für sich selbst, aber auch für andere. So how to catch a wild horse? Wie kann man ein wildes Pferd einfangen? Have you ever tried? Habt ihr das jemals versucht? Any wild horses in the streets in Zurich? Not that many anymore these days. So, er fragt, habt ihr auch wilde Pferde in den Straßen in Zürich hier? If you chase after the wild horse, it'll run away and you'll get exhausted. So, wenn man ein Pferd einfangen will, dann wird es einfach wegrennen und selber wird man dann ausgelaugt, erschöpft. But one needs to understand the mind, why the mind is running, what's it chasing after, what does it really desire deep down? Und so muss man verstehen, warum rennt dieser Geist? Was ist der Grund dafür? Was ist das Verlangen dahinter? So let's look at firstly, how we are using the mind's energy and how we can use it better. Schauen wir zuerst mal an, wie wir die Energie des Geistes gebrauchen und wie wir sie besser gebrauchen könnten. Now, so much depends upon what you see, how you see things. So viel hängt davon ab, wie man die Dinge sieht. Was man sieht, aber wie man es sieht. So I've got a few visual aids to help me to explain some ideas. So, ich habe ein paar Beispiele, um da mehr herauszufinden darüber. So I've prepared these very expensive visual aids, as you see. Ich habe da dieses sehr teure Symbol hier vorbereitet. So here's a question for you. What do you see? Und das ist jetzt die Frage an euch. Was seht ihr? Yeah, so
Usually people would answer when I'm in front of them, but of course just answer in your own mind. What do you see? So, fragt euch, was seht ihr dort? Yeah. Some people say, I see a thumbprint. Einige würden sagen, ich sehe einen Fingerabdruck. Yeah. Some say, I see the universe. Andere sagen, ich sehe ein Universum. Some say, I see a storm or a tornado. Andere wiederum sagen, ich sehe einen Sturm, einen Tornado. Yeah. Some say, I see the house of a snail. Und andere sagen, ich sehe ein Schneckenhaus. Yeah. And many other similar kinds of answers. Und so gibt es noch viele andere ähnliche Antworten. Yeah. Well, they could be right, but there is a big but. Ja, das könnte stimmen, aber jetzt kommt ein großes Aber. And the but is all the answers that were given are all about this. Das Aber ist, dass all die verschiedenen Antworten, die gegeben werden, handeln sich alle von diesem einen Symbol. Hardly anybody says there is also this open, wide, available, clear space as well over here. So kaum jemand sagt zum Beispiel, da gibt es auch um dieses Symbol herum einen großen, offenen Raum. See, I didn't ask, what did I draw? Ich habe nicht gefragt, was habe ich gezeichnet. I asked, what do you see? Ich habe gefragt, was seht ihr? Yeah, but generally people's vision goes immediately to this. Aber normalerweise geht der Blick der Leute geht sofort zum Symbol hin. And although they are aware there is this paper, the rest of the paper here, but their whole focus goes on this. Und obwohl sie sich bewusst sind, dass es da diesen leeren Raum im Blatt auch gibt, der Fokus ist dennoch auf dem Symbol. So here is the principle. What you see is what you will think about. Und jetzt kommt das Prinzip. Was wir sehen, darüber denken wir nach. What you think about will influence how you feel. Und über was ihr nachdenkt, wird bestimmen, wie ihr euch fühlt. And how you feel will drive how you speak, how you behave, how you live. Und was man fühlt, das wird beeinflussen, was wir sagen, was wir tun. Now, this was just an example of the physical eyes. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, das die physischen Augen betrifft. But the point here, the point I'm making, is to do with the eye of the mind. Aber den Punkt, den ich hier machen will, ist, dass es ja um das Auge, um das geistige Auge hier geht. Yeah, means as you go through day-to-day life, many kinds of people, many kinds of events come in front of you in your life. So, wenn wir durch den Alltag gehen, dann passieren viele verschiedene Ereignisse, so den ganzen Tag lang. Yeah, and it's up to you to choose what you wish the eye of your mind to focus upon. Und dann liegt es an uns, auszuwählen, auf was möchte ich meinen Geist fokussieren. Yeah, and this is something which is so important because it's a huge area for improvement for every person. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, weil es ein riesiges Gebiet ist, wo eine Person sich sehr verbessern kann. Yeah, there is this saying in Hindi, Jaisi aapki drishti, waisi aapki srishti. Es gibt dieses Sprichwort in Hindi, was ihr gerade gehört habt. Which means, as is your vision, so is your world. Und es besagt, so wie eure Blickweise, wie euer Ausblick ist, so ist deine Welt. Yeah, it's such a deep thing and so true. If I change my vision, if I change the way I see things, my world will change. Und es ist so was Tiefes und auch so wahr. Wenn ich die Art und Weise sehe, wie ich etwas sehe, dann verändert sich meine ganze innere Welt. Yeah. So in any situation in life, it's useful to ask myself,
what do I choose to see in this situation? In jeder Situation des Lebens ist es einfach wichtig, dass man ausliest und sich entscheidet, was möchte ich in dieser Situation sehen, auf was möchte ich mich fokussieren. To increase our mind power, we have to pay attention to two things. Und wenn wir jetzt unsere Kraft im Geist vermehren wollen, dann müssen wir auf zwei Dinge achten. So here comes a second piece of paper. It's a formula. Und hier kommt das zweite Papier und das ist eine Formel. Yeah, so it's the level of inner strength that you have, which is also your resilience, is equal to the effort you make divided by the waste you also produce. Und so die innere Stärke, und das kann man auch als Resilienz kann man es bezeichnen, das ist die Formel, die Bemühungen, die wir machen, geteilt durch das Unnütze, was wir produzieren. And let's do some simple maths. Let's say you make more effort, but the waste stays the same. What happens to the result? Und so jetzt ein bisschen einfache Mathematik. Angenommen, wir erhöhen unsere Bemühungen. Das ist das obere Wort, Effort. Wir erhöhen unsere Bemühungen. Das Unnütze unter dem Strich, das bleibt gleich. Was passiert dann zur inneren Stärke? Inner strength improves a little bit. Die innere Stärke, die vermehrt sich ein bisschen. But if you make more effort and you reduce your waste, the inner strength will jump. Aber wenn wir mehr Bemühungen machen, so oben Effort, mehr Bemühungen machen und weniger Unnützes produzieren, dann wird unsere innere Stärke sich sehr stark erhöhen. So making more effort means, for example, building more meditation and silence into your daily life. Und mehr Bemühungen zu machen, das könnte zum Beispiel bedeuten, mehr Meditation oder einfach mehr stille Momente im Alltag einbringen. Reducing the waste means to check in yourself during the day, where are you throwing away your mind's power? Und weniger Unnützes produzieren. Das bedeutet, dass man sich während des Tages zwischendurch überprüfen sollte, wo verschwende ich, wo verschleudere ich meine geistige Kraft? Where is the leakage of the mind's power? That we have to block, so I'm no longer wasting my mind's power. Wo ist das Leck dieser Energie, wo die Energie abfließt? Und dieses Leck, das muss ich schließen, damit diese geistige Kraft nicht länger verschwendet wird. And generally, the wastage happens due to excessive speaking and excessive thinking. Und normalerweise, wo wir am meisten verschwenden, geistige Energie verschwenden, ist exzessives Sprechen und exzessives Denken. Let's just look at words for a moment, because they're easier to understand than thoughts. Could you repeat that, please, Yogesh? Yeah, let's look at words, because it's more easy to understand the words than the thoughts. Schauen wir zuerst mal die Worte an, weil es noch einfacher ist zu verstehen als Gedanken. Yeah, and a basic formula for both words and thoughts is to be more economical and to be more essential. Und für beides, für Worte und Gedanken, gibt es zwei wichtige Prinzipien. Mehr ökonomischer sein, sparsamer, und das zweite, essenzvoller zu sein. So let's say I use 30 words to say something to someone. Sagen wir mal, ich brauche 30 Worte, um etwas jemandem zu sagen. Am I able to say the same thing in 20 words? Ist es für mich möglich, dasselbe in 20 Worten zu sagen? There I will save some energy if I can be more precise and more essential. Und wenn ich so mehr essenzvoll, mehr präzise sein kann, dann werde ich definitiv Energie einsparen. Yeah, and if we take it to the higher level, thoughts, can I be more essential and economical in my thinking?
Und dann nehmen wir das höhere Level, das Level der Gedanken, das Niveau der Gedanken. Kann ich dort auch mehr essenzvoll sein und sparsamer? You know, the waste thoughts come very fast. Waste thoughts are very fast and they take up a lot of the mind's energy. Unnütze Gedanken sind sehr schnelle Gedanken und sie verbrauchen viel von der geistigen Energie. Yeah, and then the mind gets tired due to excessive thinking. Und dann wird der Geist müde wegen diesem exzessiven Denken. Yeah, and then people say things like, I don't have the willpower to do such and such. Und dann sagen die Leute Dinge wie, ich habe einfach nicht die Willenskraft, dies und jenes zu tun. Or I can't forgive so and so. Oder sie sagen, ich kann einfach nicht diesem und jenem vergeben. I'm unable to tolerate this and this person. Ich bin nicht fähig, diese Person zu tolerieren. Why? Yeah. Warum ist es so? Why don't I have the power to do these great things? Warum habe ich nicht die Kraft, diese großartigen Dinge zu tun? It's because I'm wasting that power due to excessive thinking and excessive speaking. Weil ich diese Energie verschwende mit exzessivem Sprechen und exzessivem Denken. But when I learn to save that mind's power, then it accumulates as something called the power of inner peace or the power of silence. Und wenn ich lerne, diese Energie anzusammeln, dann vermehrt sich oder sammelt sich innerer Frieden an. So die Kraft des Geistes, dieses innere Frieden sammelt sich an. And that accumulated power will manifest as tolerance, willpower, patience, understanding. Und diese Kraft, die sich in mir ansammelt, die manifestiert sich in Toleranzkraft, in Entscheidungskraft, in Willenskraft. So these are some of the benefits that we develop by learning to conserve the energy of the mind. Und das sind einige Nutzen, die wir daraus ziehen können, wenn wir lernen, wie wir die Energie des Geistes einsparen, konservieren, behalten können. In a moment, we'll do some exercises to see how we can actually develop concentration power. Und in einem Moment werden wir dann noch Übungen machen, um auszuprobieren, wie wir die Konzentrationskraft vermehren können. But before that, one more example of how to save thought energy. Aber vorher noch ein weiteres Beispiel, wie wir Gedankenenergie sparen können. As I mentioned earlier, a lot depends on how you choose to see a situation. Wie ich vorhin schon gesagt habe, vieles hängt davon ab, wie ich mich entscheide dafür, wie ich etwas sehen will. Now take the example of a student who's sitting to do a written test, a written examination. Nehmen wir an, dass ein Student sitzt dort und er muss eine schriftliche Prüfung ablegen. Yeah, so during the exam, the student sees there's an unusual question in the test paper. So während dieser Prüfung sieht der Student, dass in diesem Test eine sehr ungewöhnliche Frage steht. And imagine the student starts thinking, why is this question here? It's a strange question. Und dann überlegt euch mal, was passiert, wenn dann der Student anfängt, sich zu fragen, warum steht diese Frage hier? Das ist doch eine sehr unübliche Frage. What was the examiner thinking when he wrote this question? Was hat wohl der Prüfungsexperte gedacht, als er diese Frage geschrieben hat? Now, if the student thinks this during the exam, then he or she is wasting time. Und wenn dann der Student diese Arten von den Gedanken hat, also sich solche Fragen stellt, dann verschwendet er seine Zeit. Because during the exam, you have to answer the question, not question the question. Weil während der Prüfung muss man die Fragen beantworten und nicht die Fragen hinterfragen. Yeah. Now, in the same way, life, which is a university, also sometimes gives us tests and examinations. Und genau gleich, das Leben ist wie eine riesige Universität.
Und da kommen auch Tests und Prüfungen. And they come in the form of difficult situations and difficult people. Und diese Tests, sie kommen in Form von schwierigen Situationen und in Form von schwierigen Leuten. And so, how should I see that? How should I see such a situation? Und wie sollte ich also jetzt eine solche Situation betrachten? Yeah. What all situations, in my understanding, all situations in relationships are asking, do you have tolerance? Do you have patience? Do you have self-respect? Are you able to forgive? These are the questions coming to you in different forms. So, und nach meinem Verständnis, alle diese Situationen, die kommen, um Fragen zu stellen. Und sie fragen, hast du genug Toleranz? Hast du genug Geduld? Hast du genug Selbstrespekt? So, all diese, das sind die Fragen, die mit Leuten und Situationen kommen. So if I think of the situation, why did this happen? Why she said this? Why he did that? I'm wasting the mind's power. Und weil ich also in der Situation mich frage, warum hat er das gesagt? Warum hat sie das gemacht? Mit diesen Fragen verschwende ich die Energie des Geistes. If instead I answer the question, which is, okay, here I need to develop tolerance, here I need to use humility, here I need courage, be busy with the virtues, developing the virtues and applying the virtues, that's called answering the question. Und so, wenn ich stattdessen Antworten gebe, und zwar in Form von, hier brauche ich Toleranz, hier brauche ich Demut, hier brauche ich Mut. Und so kann ich mit den Tugenden spielen und mit Tugenden kann ich diese Antworten, diese Fragen beantworten. Yeah, waste thoughts and negative thoughts will bleed the mind of power. Und unnütze Gedanken werden einfach dem Geist diese innere Kraft entziehen. Constructive thoughts, meaningful thoughts, positive thoughts actually increase your mind's power. Aber konstruktive Gedanken, bedeutungsvolle Gedanken, positive Gedanken, die vermehren die Kraft im Geist. I personally, I like these kinds of thoughts. What can I learn? How can I move forward? How can I grow through this situation? Those thoughts help me to move in the right direction. Ich persönlich mag es, solche Fragen mir zu stellen. Was kann ich hier lernen? Wie kann ich mich verbessern? Wie kann ich mich vorwärts bewegen? Und das vermehrt die Kapazität. Now, let's look at concentration a little bit and understand that. Jetzt schauen wir uns mal Konzentration an, damit wir das noch besser verstehen können. Now, we said earlier the mind is like a child. Wir haben vorhin gesagt, dass der Geist wie ein Kind ist. And the second component of our consciousness is called our intellect. Und der zweite Komponent des Bewusstseins wird Intellekt genannt. The mind is like a child, the intellect is the parent. Und so ist der Geist wie das Kind und der Intellekt stellt die Eltern dar. Now, the current condition generally in human beings is the mind is a wild child and the intellect is a very weak parent. So normalerweise ist heute der Zustand wie folgt. Das Kind ist ein sehr wildes Kind und der Intellekt ist ein schwache Eltern. So the child is bossing the intellect around, pushing the intellect around. The parent is very weak. Und so ist es der Geist, der den Eltern Befehle gibt und umherstößt und mit ihm macht, was er will. Weil Eltern, so der Verstand, ist sehr schwach, Intellekt ist schwach. Imagine a wild child and a weak parent going to the shopping mall together. Stellt euch mal vor, wenn ein wildes Kind und schwache Eltern zusammen ins Shoppingcenter gehen. So the mind will say, I want this, I want that, I want the other.
The parent doesn't have the strength to control. Und so sagt der Geist, das Kind sagt, ich will dies, ich will das, ich will jenes haben. Und die Eltern, der Verstand, der Intellekt, hat nicht die Kraft zu kontrollieren. In fact, what we need to do to conserve the energy of the mind, we have to empower the intellect. Und so was wir machen müssen, um die Energie im Geist zu konservieren, zurückzubehalten, ist, den Intellekt zu stärken. When the intellect is empowered, it can discipline the mind. Und wenn der Intellekt dann bestärkt ist, dann kann es das Kind disziplinieren, den Verstand, den Geist. Mind represents what I want to do. Intellect represents what I should do, the right thing to do. Und so der Geist repräsentiert, was ich tun will, und der Intellekt repräsentiert, was ich tun sollte. So when there is a mismatch between these two, that is called poor concentration. Und wenn da diese beiden nicht zusammenpassen, wenn die beiden nicht zusammenarbeiten, dann ist es eine schlechte Konzentration. You know, it's like a student who knows I need to study, but the mind says, I don't feel like it, it's boring. So there's no concentration. Wie zum Beispiel für den Student, der weiß zum Beispiel, ich muss jetzt lernen, ich muss lernen. Aber der Geist sagt, ach komm, was willst du, das ist doch langweilig. But when these two are together, what I should do and what I want to do, when they are the same, that is called concentration. Und so, wenn die beiden Kräfte zusammenkommen, was ich tun sollte und das, was ich tun will, wenn die zusammenkommen, dann nennt man das Konzentration. So as you know, meditation is a big part of our study, but before meditation comes concentration. So wie ihr wisst, Meditation ist sehr wichtig für uns. In unserem Studium nimmt es einen wichtigen Teil an. Aber vor der Meditation kommt die Konzentration. So how to develop concentration? So wie kann man Konzentration entwickeln? So for this, there are some simple baby step exercises to slowly build up and build up. Und dafür gibt es einfache Babyschritte, Übungen, auf denen man langsam aufbauen kann. And they are all to do with simple visualizations. Und sie alle haben zu tun mit einfachen Visualisierungen. Which is where you create a visual image and you just try to hold it and see how long you can hold it. Und dann erschafft ihr ein visuelles Bild und ihr schaut einfach, wie lange kann ich mich daran festhalten? For example, it's like building up your physical muscles. As your muscles get stronger, you can hold X number of kilos. As your muscles get stronger, and then you put more kilos and you can hold that. So this shows your muscles are getting stronger. It's the same with the muscle of the intellect. So genauso wie wenn man die physischen Muskeln trainiert, zum Beispiel die Armmuskeln, dann nimmt man eine gewisse Anzahl Kilos und versucht das möglichst lange zu halten. Wenn man stärker geworden ist, kann man mehr Kilos drauf tun. Und das zeigt, die Muskeln, die sind stärker geworden. Und genauso wird der Intellekt stärker und das Zeichen dafür, dass er länger an einem Bild sich festhalten kann. Okay, should we do some concentration exercises? Wollen wir ein paar Konzentrationsübungen machen? Yeah, I can see you're all saying yes, so let's do it. So, ich nehme an, dass ihr alle Ja sagt und deshalb machen wir das jetzt. Okay, so these are just 1-minute exercises. Das sind nur 1 Minute lange Übungen. What I'll do is I'll give you a visual image and I'll just ask you to hold that in your intellect for 1 minute. Und ich gebe euch ein Bild zum Visualisieren und was ihr dann macht, ihr hält dieses Bild 1 Minute lang fest. Okay, and you can close your eyes for these particular exercises. Und für diese speziellen Übungen jetzt könnt ihr eure Augen schließen. Okay, so here comes the first one. Und hier kommt das erste.
So just visualize as though your forehead is a cave. Und visualisiert einfach, dass eure Stirn eine Höhle ist. And in the middle of this cave, there is a candle burning. Und mitten in dieser Höhle, da brennt eine Kerze. And the flame of peace is gently burning on the top of this candle. Und auf der Spitze dieser Kerze brennt ganz sanft die Flamme des Friedens. So just be with this image of the candle of peace in the forehead for 1 minute. Und bleibt einfach jetzt für 1 Minute lang bei diesem Bild. Mit der Kerze, mit der Flamme des Friedens, die in der Höhle in der Mitte der Stirn brennt. Okay. So just ask yourself, how was your concentration for that time? Und fragt euch jetzt selbst, wie war meine Konzentration jetzt während dieser Minute? Of course, thoughts may have wandered, waste thoughts may have come, but that's okay. We're developing and we're building up the concentration. Vielleicht ist der Geist weggewandert oder unsere Gedanken sind reingekommen. Aber das ist okay. Es geht darum, diese Konzentrationskraft aufzubauen. Okay, ready for the second one? Bereit für die zweite Übung? Okay, again, you may just close your eyes. Und dann schließt wieder die Augen. And this time, imagine a diamond in the center of your forehead. Und dieses Mal visualisiert ihr einen Diamanten in der Mitte der Stirn. A diamond of light glistening in the center of your forehead. Und ein Diamant aus Licht, der die Mitte der Stirn ausleuchtet. Radiating the light of peace. Und er verbreitet die Strahlen des Friedens. Just be with this image for a minute. Bleibt einfach bei diesem Bild für 1 Minute. Okay, thank you. Okay, danke schön. So just check by yourself, how was your concentration this time? Und prüft euch wieder, wie war dieses Mal eure Konzentration? Yeah. There are stages. Sometimes you notice like lots of waste thoughts coming, and then you see the waste thoughts, but you feel separate to them. You can
feel the difference between you and that stream of waste thoughts. So was manchmal passiert, ist, dass ihr fühlt, dass viele unnütze Gedanken kommen. Aber dann kommen unnütze Gedanken und man fühlt sich dann getrennt von den Gedanken. Es ist, ob man diese Gedanken beobachten kann und dann langsam auch kontrollieren. Okay, ready for the last one? Bereit für die letzte Übung? Okay, just close your eyes once again. Schließt nochmals eure Augen. And this time bring the image of a lighthouse in the center of the forehead. Und dieses Mal bringt das Bild eines Leuchtturms in der Mitte der Stirn auf. So that lighthouse is radiating very powerful rays of peace and light, tranquility in all directions. Und dieser Leuchtturm verbreitet sehr kraftvolle Strahlen des Friedens, des Lichtes und der Ruhe in alle Richtungen. That very silent power emanating from the forehead, from this lighthouse. Und eine sehr stille Kraft verbreitet sich von der Mitte dieser Stirn aus, von diesem Leuchtturm. Just be with this image for a minute. Und jetzt bleibt einfach bei diesem Bild, mit diesem Bild für eine Minute. Okay, thank you. If these work for you, try and do these exercises regularly. Das ist so eine Aufgabe, die ich mitgeben möchte. Versuch diese Übungen regelmäßig zu machen. Yeah, developing concentration power helps in everything in your life. Weil Konzentrationskraft zu stärken, hilft euch in allem im Leben. Your decision-making ability, your ability to remember things, your ability to understand, everything improves when concentration power is given attention. So eure Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, eure Fähigkeit, Dinge zu erinnern, eure Fähigkeit, etwas zu verstehen, all das verbessert sich mit der Konzentrationskraft. The eyes receive visual information, but it's the mind that is seeing. Die Augen, die erhalten zwar visuelle Informationen, aber es ist dann der Geist, der es innen sieht. The ears receive audio information, but it's the mind that is listening. Die Ohren, die erhalten auditive Signale, aber es ist der Geist dann, der hört. Yeah. So you learn the art of using the eyes and the ears properly. So, was Sie damit lernen, ist die Kunst, die Augen und die Ohren richtig zu verwenden. It's even like this, that there may be several different sounds around you. They're coming into your ear, but you choose which one you want to listen to. You choose what you want to focus on. Zum Beispiel kommen verschiedene Geräusche, Stimmen kommen an eure Ohren, aber ihr könnt dann bestimmen, wem ihr zuhören wollt.
Yeah, it's the same with the eyes. We see so many things, but the mind can decide, this is what I wish to see. I don't wish to see all the, let's say, useless or wasteful things. Genau dasselbe mit den Augen. Die Augen sehen viele Dinge, aber der Geist kann entscheiden, darauf möchte ich mich fokussieren. Und alles andere Unnütze, das will ich gar nicht sehen. Yeah. So the lighthouse one, you can practice, especially when you're walking down the street. Practice this lighthouse with your eyes open, of course. So, und für zum Beispiel diese Übung mit dem Leuchtturm, das kann man sehr gut üben, wenn man in den Straßen sich umher bewegt. Da könnte dieses Licht wegstrahlen, aber natürlich mit offenen Augen. I'm a lighthouse of peace, radiating light from the forehead as you walk along the street. And even other people will feel that peace from you. Und wenn ihr euch zum Beispiel vorstellt, dass ihr in der Straße geht, ich bin ein Leuchtturm und ich strahle dieses Licht des Friedens ab, dann werden selbst die Leute, die an euch vorbeigehen, werden diesen Frieden empfinden können. And because you're keeping your intellect occupied in constructive, powerful thoughts, the mind will not create waste. Und weil ihr den Geist beschäftigt haltet mit konstruktiven, kraftvollen Gedanken, wird der Geist nicht die Möglichkeit haben, Unnützes zu produzieren. Yeah, this has to be regular and systematic. Das muss regelmäßig sein und systematisch. Yeah, anything you want to improve, if you want to lose weight or you want to learn to play a piano or a language, regular systematic practice brings real progress. So alles, worin ihr Fortschritte machen möchtet, ob ihr zum Beispiel Gewicht verlieren möchtet oder Klavier spielen lernen möchtet, es braucht diese regelmäßige und systematische Übung. So it helps to start the day with some meditation and also read some spiritual wisdom, some high quality thoughts, which will give your intellect food for the day. So, das hilft, wenn man zum Beispiel morgen solche Übungen macht. Aber was auch hilft, ist, gute Gedanken zu lesen, Weisheit zu lesen, die qualitativ wertvolle Gedanken in uns stimulieren. And then practice these exercises at set times during the day for times which work for you. Und dann könnt ihr Zeiten festlegen während des Tages, wo ihr dann diese Übungen machen könnt. Es können einfach Zeiten sein, die für euch funktionieren. Yeah, and then just see how much energy or power of the mind you save. Your mind becomes stronger and stronger and stronger. Und was ihr feststellen werdet, ist, je mehr Energie, das Geistesenergie dann anspart, desto stärker und stärker und stärker wird der Geist. Okay, so let me pause there. So, lass uns hier eine Pause machen. And just hand over to Matthias for further instructions. Yogesh, should we open for some questions in case there are? Yeah, maybe 10 minutes if there are any. Yeah. So in case there's questions, we could continue for 10 minutes with questions. So if there is something you would like to ask, then just type that in the chat. Wenn jemand eine Frage hat, dann kann sie das in den Chat schreiben und wir können noch 15 Minuten dafür verwenden. And then at the end, we will finish off with a short meditation, Yogesh, ja? Okay. Und am Ende werden wir noch eine kurze Meditation machen. So, whoever has a question, this is the moment to ask, to write. Wer immer eine Frage hat. But only if you have a question. I mean, don't feel forced to create a question. Aber nur, wenn ihr wirklich Fragen habt und fühlt euch nicht gezwungen, jetzt etwas zu fragen.
We give it a few seconds, otherwise we then do a nice meditation. We have also a few guests here in the center. Ah, Möchte okay. jemand von euch eine Frage stellen? Anyone has a question from your side? Okay, I think we got the message. Bettina writes a question. The thoughts, they keep running away. Why? Yeah, it means they're unfulfilled desires, no? Das bedeutet, dass da Verlangen sind, die nicht erfüllt sind. Waste thoughts are there. The mind is chasing after something. Das heißt, dass der Geist irgendetwas nachrennt. Yeah. So the thing is to go below the desires, see what is really the need of the mind beneath those desires. Und dann, was er machen kann, ist jenseits oder tiefer zu gehen als diese Verlangen und zu schauen, was sind eigentlich die Bedürfnisse dieses Geistes, welche Bedürfnisse stecken dahinter. Sometimes the mind wants peace, sometimes love, sometimes power, sometimes joy, basic needs of the mind. Und dann gibt es grundsätzliche Bedürfnisse des Geistes. Der Geist möchte manchmal Frieden, der Geist möchte manchmal Liebe, der Geist möchte Kreativität. Das sind grundsätzliche Bedürfnisse. So observe when the mind is racing, observe, talk to the mind. Okay, mind, what do you really want? Why you are so restless? Und so, wenn der Geist dann hin und her rennt, dann kann man mit dem Geist sprechen und fragen, du Geist, was möchtest du wirklich? Um was geht es? Warum bist du so ruhelos? Yeah, and as you learn to detach, it's a practice, and observe the mind, begin to understand its behavior. Und wenn man dann anfängt, sich vom Geist loszulösen, das heißt, man ist dann getrennt und man kann den Geist beobachten, dann fängt man an, den Geist zu verstehen und sein Verhalten. Then talk very lovingly, very positively to the mind. Und sprecht sehr liebevoll, sehr positiv mit dem Geist. Yeah, be a good mother to your mind. Seid für euren Geist eine gute Mutter. Yeah. Good mother understands the need of the child. The others may not know, but mother understands. Child is hungry, or child is thirsty, or child is tired, and knows how to handle. Die Mutter versteht die Bedürfnisse des Kindes, die anderen vielleicht nicht, aber die Mutter versteht, was das Kind braucht und kann es entsprechend dann zufriedenstellen. Okay. All right, so let's have a little meditation just to finish off. Und jetzt zum Abschluss machen wir noch eine kurze Meditation. And again, if you wish, you can have your eyes open or half open. Und nochmals, wenn ihr möchtet, könnt ihr die Augen auch offen behalten oder halb offen. But then you need a point of focus if you keep your eyes open. Und wenn ihr eure Augen offen behaltet, dann braucht ihr irgendetwas, worauf ihr euch fokussieren könnt. So you can even look at, if you're looking at the screen, you can look at the forehead of Matthias or the forehead of Yogesh. So, wenn ihr auf den Bildschirm schaut, dann könnt ihr Yogesh einfach auf die Stirn schauen in die Mitte. Because the forehead is the seat of consciousness. Weil die Stirn ist der Sitz des Bewusstseins. Okay, so let's take a few moments to experience soul consciousness. Und jetzt nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit, um Seelenbewusstsein zu erfahren. So I start by the question, who am I? Ich beginne mit der Frage, wer bin ich?
behind all the masks, who am I? Hinter all diesen Masken, wer bin ich? I am more than what I see in the mirror. Ich bin mehr als das, was ich in einem Spiegel sehe. This face, this body is a temporary costume. Dieses Gesicht, dieser Körper ist ein vorübergehendes Kostüm. It has been changing over time and it will continue to change. Das hat sich verändert über die Zeit und wird fortfahren, sich zu verändern. And one day it will finish. Und eines Tages wird dieses Kostüm enden. But I know that this body costume is not me. Aber ich weiß, dass dieses Körperkostüm nicht ich bin. I am the soul, the actor, the performer who wears this costume. Ich bin die Seele, der Schauspieler, der dieses Kostüm trägt. I, the soul, the point of light, am in my place in the center of the forehead. Ich, die Seele, ich bin ein Lichtpunkt und ich habe meinen Sitz in der Mitte der Stirn. From here I use this body costume. Und von hier aus gebrauche ich dieses Körperkostüm. Or from here I operate this body machine. Oder von hier aus steuere ich diese Körpermaschine. I, the soul, I am eternal. Ich, die Seele, ich bin ewig. I can never die. Ich kann nie sterben. Let me live in this awareness. I am an eternal soul. Lass mich in diesem Bewusstsein leben, dass ich eine ewige Seele bin. And nothing is mine. Und nichts gehört mir. Which means I can lose nothing. Und das bedeutet, dass ich nichts verlieren kann. And so I am free. Und so bin ich frei. Free from fear, free from anxiety. Frei von Angst und frei vor Furcht. And peace is my personal property. Und Frieden ist mein persönliches Besitztum. Om Shanti, I am peace. Om Shanti,
Ich bin Frieden. Okay. Thank you, everyone. Thanks for listening. Thank you so much, Yogesh. It was truly very inspiring, very inspiring. I think for all of us, at least here in the room, even though, for someone who is meditating for many years, I think you highlighted quite clearly what we also need to practice. Ich sage gerade, dass selbst für solche, die schon lange meditieren, dass wir uns sehr inspiriert fühlen und dass Yogesh wirklich sehr gut aufgezeigt hat, was wir auch üben müssen. So, and I think you need to understand things very deeply so that you can put it in such clear words with easy to understand examples as we heard. So thanks so much for that. Ich denke, dass man muss selber die Sachen sehr tief verstehen, dass man dann, was man verstanden hat, selber in solch einfache Worte und mit einfachen Beispielen rüberbringen kann. So next time, live in Zurich. Okay? I'll be delighted. Yeah. Yeah. Definitely. We will invite you and then we will do a retreat with you. Happily. So, Yogesh, wir hatten Yogesh auch schon für einen Retreat und wir werden ihn wieder einladen, damit wir was machen können mit ihm. Yeah. So, take care, everyone. Take care, stay peaceful, stay happy. It's really the best medicine. So, ihr alle, passt auf euch auf, bleibt zufrieden und bleibt glücklich. Das ist die beste Medizin. So, thanks so much. Vielen Dank allen zum Zuhören. We now will inject a video for another 5-10 minutes. You may want to reflect on what you heard for another 5-10 minutes and just to let it sink and see how you can put it into practice. So, ihr werdet nochmals einen Film einspielen, das nochmals Zeit gibt, so 15 Minuten zu reflektieren, wenn ihr es möchtet, und zu schauen, was könnt ihr praktisch umsetzen. Okay. Yogesh, all the best. Thanks so much. And everyone else, have a nice evening and see you soon.